Mein Telefon klingelte um Mitternacht. Ich schlief, aber der Klingelton weckte mich. Ich schaute auf den Bildschirm. Die Nummer war unbekannt. Für einen Moment dachte ich daran, nicht abzuheben. Doch etwas in mir drängte mich, es doch zu tun. »Hallo?« flüsterte ich. »Emma, bist du das?« fragte eine tiefe Stimme. Es klang vertraut, aber ich konnte es nicht sofort einordnen. »Ja, hier spricht Emma. Ich bin James. James von der Uni.« Mein Herz raste. James. Ich hatte diesen Namen seit 5 Jahren nicht mehr gehört. Wir waren sehr eng. Wir haben jeden Tag zusammen gelernt. Wir haben Seite an Seite in der Cafeteria gegessen. Wir sind gemeinsam in den Unterricht gegangen. Die Leute hielten uns oft für ein Paar, aber wir waren nur Freunde. »James, ich kann es nicht fassen. Warum rufst du so spät an?« »Es tut mir leid, Emma. Ich weiß, es ist spät, aber ich musste dich anrufen. Es ist wichtig.« Ich setzte mich im Bett auf. Ihre Stimme war nicht die gleiche. Sie klang ernst, fast besorgt. »Was ist los, James? Geht es dir gut?« »Mir geht's gut, aber Emma, ich möchte dich sehen.« »Können wir uns morgen treffen?« »Sicher, aber warum? Was ist passiert?« »Ich kann es dir nicht am Telefon erklären. Erinnerst du dich an das Café in der Nähe der Uni? Das Café, in dem wir immer gelernt haben?« »Ja, ich erinnere mich. Triff mich dort morgen um 14 Uhr, bitte, Emma. Es ist wirklich wichtig.« »Okay, James, ich werde da sein.« »Danke, ich sehe dich morgen.« Das Gespräch war beendet. Ich starrte auf das Handy in meiner Hand. Meine Finger zitterten. Mein Kopf war voller Fragen. Warum rief mich James nach all diesen Jahren an? Was wollte er mir sagen? Ich konnte nicht wieder einschlafen. Gedanken an James überfluteten mich. Er war mein bester Freund an der Uni. Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem wir uns in der Englischstunde trafen. Ich war schüchtern und ruhig, ich sprach kaum mit jemandem. James war anders. Er war offen, fröhlich und voller Energie. Und aus irgendeinem Grund entschied er sich, neben mir zu sitzen. Seit diesem Tag verbrachten wir fast jeden Tag zusammen. Wir lernten stundenlang in der Bibliothek. Freitags teilten wir uns eine Pizza. Wir sahen Filme in seiner kleinen Wohnung. Ich half ihm, seine Essays zu schreiben. Er erklärte mir Mathe. Und all die Jahre über behielt ich ein Geheimnis für mich. Ich liebte ihn, aber ich sagte es ihm nie. Ich hatte Angst, unsere Freundschaft zu verlieren. Außerdem datete er immer schöne, lächelnde, perfekte Mädchen. Ich war nur seine enge Freundin, seine Studienpartnerin. Als das Studium zu Ende war, trennten sich unsere Wege. Er zog in eine andere Stadt, ich in eine andere. Wir versprachen, in Kontakt zu bleiben. Zuerst riefen wir uns an und tauschten E-Mails aus. Doch die Nachrichten wurden nach und nach weniger. Zeit und Abstand schufen ein Schweigen zwischen uns. Trotzdem dachte ich oft an ihn. Manchmal fragte ich mich, was aus ihm geworden war, wohin ihn die Stadt geführt hatte. Aber ich wagte nie, ihn wieder anzurufen. Und jetzt, ohne Vorwarnung, war James zurück.
Er wollte mich sehen. Ich war gleichzeitig aufgeregt und nervös. Was könnte so wichtig sein, dass er mich mitten in der Nacht anruft? Was würde er mir morgen erzählen? Am nächsten Tag konnte ich mich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Ich arbeitete in einer kleinen Bibliothek. Meine Aufgabe war es, den Kunden zu helfen, ihre Bücher zu finden und die Regale ordentlich zu halten. Der Ort war normalerweise ruhig und ich mochte das. Aber an diesem Tag starrte ich ständig auf die Uhr. Die Minuten schienen endlos. Um 13:30 Uhr sagte ich meinem Vorgesetzten, dass es mir nicht gut gehe und verließ früh. Es war nicht ganz die Wahrheit, aber auch keine Lüge. Ich fühlte mich extrem nervös. Ich würde James wiedersehen. Ich machte mich auf den Weg zum alten Café. Nichts hatte sich verändert. Ein kleiner Tisch, ein bequemer Stuhl, der Duft von Kaffee und frischem Brot. Ich starrte. Ich wählte eine Ecke, die gleiche Ecke, in der James und ich immer saßen. Ich bestellte einen Kaffee und wartete. Pünktlich um 14 Uhr kam James herein. Er sah älter aus, ernster, sein Haar war kürzer, er trug einen schicken Anzug. Aber als er lächelte, war es das gleiche Lächeln, an das ich mich erinnerte. »Emma«, sagte er und umarmte mich. »Du siehst wunderschön aus.« »Du auch, James. Sehr professionell«, lachte ich. Wir setzten uns. Er bestellte einen Kaffee. Wir sprachen über die Arbeit, die Familie und das tägliche Leben. Aber ich bemerkte seine Nervosität. Er sah ständig auf seine Uhr. Etwas beschäftigte ihn. Endlich fragte ich, »Warum hast du mich angerufen? Was willst du mir sagen?« Er sah mir direkt in die Augen und sein Gesicht war ernst. »Emma, ich werde nächsten Monat heiraten.« Die Worte trafen mich wie ein Blitz. Verheiratet. James wird heiraten. Ich zwang mich zu lächeln. »Das sind großartige Neuigkeiten, James. Glückwunsch. Wer ist die Glückliche?« »Ihr Name ist Sarah. Wir sind seit 2 Jahren zusammen. Sie ist Ärztin. Sie ist nett, intelligent, alles, was ich mir gewünscht habe.« »Ich freue mich für dich«, sagte ich, aber tief im Innern war ich nicht glücklich. Mein Brustkorb schmerzte. Ich fühlte mich dumm. Warum dachte ich, dass James mich wiedersehen wollte, um mir seine Liebe zu gestehen? Natürlich hatte er jemand anderen gefunden. Natürlich war er weitergezogen. James sagte ruhig, »Es gibt noch mehr. Ich möchte, dass du zu meiner Hochzeit kommst.« »Deiner Hochzeit?«, wiederholte ich. »Ja, bitte. Du warst meine beste Freundin in der Uni. Du bedeutest mir immer noch viel. Ich möchte, dass du da bist.« Mein Hals schnürte sich zu. Die Vorstellung, ihn zu sehen, wie er jemand anderen heiratete, schien unmöglich. »Ich weiß nicht, James. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tun kann.« »Bitte, Emma, es würde mir wirklich viel bedeuten. Sarah möchte dich auch kennenlernen. Ich habe ihr viel von dir erzählt.« Ich betrachtete sein Gesicht. Es sah ehrlich aus, aber mein Kopf war voller Zweifel. »James«, sagte ich langsam, »warum hast du mich wirklich angerufen? Du hättest mir auch einfach eine Einladung schicken können.« Er schwieg. Er schaute in seine Tasse, dann in meine Augen. »Emma«, sagte er scharf, »ich muss dir etwas sagen. Etwas,
das ich dir schon vor Jahren hätte sagen sollen. Mein Herz schlug schnell. Was, James? Er atmete tief ein. Ich war in der Uni in dich verliebt. Ich habe dich 4 Jahre lang geliebt, aber ich habe nie etwas gesagt. Ich hatte Angst, dass du mich nicht erwidern würdest. Ich hatte Angst, dich als Freundin zu verlieren. Ich erstarrte. Ich konnte nicht atmen. James hatte mich geliebt. All die Zeit dachte ich, ich sei nur eine Freundin. James, ich verstehe nicht, wenn du mich geliebt hast, warum hast du mir nie etwas gesagt? Weil ich jung und dumm war. Ich dachte, du bist besser als ich. Du warst klug, freundlich, alles, was ich nicht war. Ich dachte, du verdienst jemanden Besseres. Aber James, ich habe dich auch die ganze Zeit über in der Uni geliebt. Ich dachte, du würdest es nicht genauso empfinden. Seine Augen weiteten sich. Hast du mich wirklich geliebt? Ja, ich habe dich so sehr geliebt. Als wir nach dem Abschluss aufgehört haben zu sprechen, brach mein Herz. Stille fiel über uns. Wir waren beide von denselben Gedanken überwältigt. Was hätte sein können? Jahre verloren, eine große Chance verpasst. Emma sprach ruhig. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dir nie die Wahrheit gesagt habe. Und mir tut es auch leid, James. Wir hatten beide viel zu viel Angst. Wenn ich es gewusst hätte, flüsterte er, wäre alles anders gewesen. Aber James, sagte ich mit zitternder Stimme, du wirst jetzt heiraten. Du hast dir ein Leben aufgebaut. Du sollst glücklich sein. James senkte seinen Kopf, und sein Gesicht war voller Traurigkeit. Ich dachte, ich wäre glücklich, aber dich heute wiederzusehen, habe ich erkannt, dass ich dich nie aufgegeben habe. Tränen brannten in meinen Augen. Es war zu viel, um es zu ertragen. Er wird in einem Monat heiraten. James, sag das nicht. Du heiratest Sarah. Du hast dich entschieden. Ich weiß, sagte er. Ich weiß, es ist zu spät, aber ich musste es dir sagen. Ich habe in den letzten 5 Jahren jeden Tag an dich gedacht, sagte er. Ich musste dich noch einmal sehen. Was willst du von mir, James? Was soll ich tun? Er streckte seine Hand über den Tisch und nahm meine. Sein Griff war warm und zitternd. Ich möchte, dass du mir sagst, was ich tun soll, Emma. Ich brauche dich, um mir zu helfen, zu entscheiden. Ich sah in seine Augen. Sie waren voll von Schmerz und Sehnsucht. Ich wollte ihm helfen, aber ich wusste, was die Wahrheit war. James, ich kann nicht entscheiden. Nicht für dich, nicht nur für dich. Das willst du. Aber ich werde nicht der Grund sein, warum du Sarah verlässt. Es wäre nicht fair ihr gegenüber. Aber Emma, ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. Ich glaube, ich werde dich immer lieben, James, sagte ich leise. Aber Liebe reicht nicht immer aus. Manchmal muss man das Richtige tun, nicht das, was das Herz will. Er drückte sanft meine Hand. Du hast recht, Emma. Du warst immer recht. Deshalb habe ich dich von Anfang an geliebt. Wir saßen in Stille. Keine Worte, nur schwere Gedanken, schwere Herzen. Schließlich sprach ich. James, du musst Sarah heiraten. Du hast dir 2 Jahre lang ein Leben mit ihr aufgebaut. Sie liebt dich, sie wartet auf dich. Es wäre nicht richtig, jetzt alles aufzugeben. Er suchte in meinen Augen nach Antworten, voller Trauer.
Und wir, Emma, unsere Liebe, wir hatten unsere Chance, James, aber wir waren beide zu ängstlich. Diese Chance ist vorbei. James schluckte schwer, seine Stimme brach. Also, das ist Abschied. Ja, James, flüsterte ich. Das ist Abschied. James stand auf, verbeugte sich und küsste meine Stirn. Ich werde dich immer lieben, Emma. In einem anderen Leben wären wir zusammen gewesen. Ich werde dich auch immer lieben, James. Sei glücklich mit Sarah. Sie ist glücklich, dich zu haben. James ging. Ich verfolgte ihn mit meinen Augen, bis er verschwand. Ich saß still im Café. Tränen liefen über mein Gesicht. Ich dachte an das, was wir hätten sein können. Ich dachte an die Liebe, die wir geheim gehalten hatten. Aber tief im Innern wusste ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Liebe geht nicht nur um Verlangen. Manchmal bedeutet Liebe loszulassen. Und manchmal bedeutet Liebe, das Richtige für alle zu tun. Auch heute denke ich noch an James. Ich frage mich, ob er glücklich mit Sarah ist. Ich frage mich, ob er sich an mich erinnert. Aber ich sage mir immer wieder, dass ich das Richtige getan habe. Nicht alle Liebesgeschichten enden mit Glück. Manche enden mit Verlust, aber das macht sie nicht weniger wahr oder tief. Hat Emma die richtige Entscheidung getroffen oder sollte sie ihrem Herzen folgen? Was würdest du an ihrer Stelle tun? Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Danke, dass du dabei warst. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und weiter durch Geschichten zu lernen. Bis zum nächsten Mal.